English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein wirklich wunderhübscher Stachelschwanzvaran, Varanus acanthurus. In dem Fall, ein roter, also Red Eckis sagt man da. Echt wunderhübsch, also guckt euch mal die roten Farben an. Da ist er gleich wenig am Häuten am Rücken, aber gerade Schwanz- oder Halsbereich sieht man es eigentlich ganz gut. Der hätte mein Intro-Tierchen, oder er ist mein Intro-Tierchen. Dummerweise hat er sich jetzt hier an meiner Hand verbissen. Und am Anfang fand ich es ganz witzig, aber jetzt langsam tut es weh. Autsch! Mensch, ey. Tut langsam echt weh. Ja, also ganz hübscher Varan. Ein bisschen das Problem an den Stachelschwanzvaranen, man kriegt echt fast keine mehr. Also früher gab es die relativ oft. Die letzten Jahre kaum irgendwas zu kriegen. Und eigentlich schade, jetzt haben wir mal schöne Tiere, die gehen aber nach Japan. Ja, wunderhübsches Intro-Tierchen. Jetzt will ich ihn aber weglegen. Ich hoffe, der lässt mich jetzt los, wenn ich ihn ins Terrarium setze. Ja, also wenn er kein so ein kleiner, garstiger Wicht wäre, dann wäre er wirklich ein ganz tolles Terrarientier. Nachdem ich mich jetzt von dem Pitbull hier befreit habe, guck mal an, was ich hier alles, wie ich leiden muss, was das für Wunden sind, die ich hier gerissen bekomme. Aber witzig, der wollte nicht loslassen. Aber letztendlich hat er kaltes Wasser. Das Thema heute, die Brutraum-News. Ne? Werden wir von euch immer wieder gefragt, macht ein Update und so weiter. Machen wir gern. Die Saison ist noch relativ jung. Jetzt haben wir gerade mal Anfang Juli. Da liegen viele Gelege. Also ich denke, so gut die Hälfte der Gelege liegt. Kommt aber noch knapp die Hälfte. Geschlüpft ist erst ganz wenig. Da sind wir irgendwo bei Gelege 15, 20, was am Schlüpfen ist. So, ja, doch 20 haben wir schon so ungefähr, die jetzt geschlüpft sind. Also das ist gerade mal, naja, vielleicht ein Zehntel von dem, was insgesamt kommen wird. Aber wir haben schon ein paar tolle, coole Sachen zum Zeigen. Und ganz am Schluss kommt auch noch was mich eigentlich besonders freut, beziehungsweise so ein Highlight aus Afrika, was ich aus Afrika bekommen habe von den Farmzuchten, zeigen wir euch ganz am Schluss. Da steigen wir heute ein mit den Brutraum-News. Hier ein hübsches Tierchen, das gestern erst geschlüpft ist. Die Königspüter und Insider von euch erkennen, dass der noch dass der ganz frisch geschlüpft ist. Der ist noch nicht gehäutet, ne? Deswegen haben die da noch so ein Schimmer drauf, ne, von der ersten Haut. Also wenn der jetzt noch das erste Mal gehäutet ist, dann denke ich, entwickelt er sich noch toller, noch weiter. Was hier wegen das Spannende bzw. das Mysteriöse daran ist, die Verpaarung war Bongo Possible Het Clown mit Clown Bongo Super Pastel. Ne? Der Vater war Clown Bongo Super Pastel und das Weibchen war Bongo Possible Clown. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Steckt der Clown drin oder nicht? Also im ersten Moment dachte ich, ja klar, da ist Clown drin. Im zweiten Moment, als ich mir Clown Bongo Pastel angeschaut habe, habe ich gedacht, ach nee, da ist ja doch kein Clown drin. Also witzigerweise das ganze Gelege, oder aus dem Gelege kamen ungefähr, ich glaube, waren 4 Tiere, die ungefähr so aussahen. Also es war kein richtiger oder kein definitiv zu erkennender Clown dabei. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, ist mein Bongo, ist er Het Clown oder nicht. Beziehungsweise eben, ich weiß nicht, steckt da der Clown drin. Wenn wir jetzt mal überlegen, was wir kriegen können aus Bongo mit Clown Bongo Pastel, dann könnten wir ja allenfalls ein Super Bongo Pastel, also der Pastel steckt auf jeden Fall drin, oder muss ja beim Super Pastel vom Vater, also muss Pastel drin stecken. Also wir haben hier auf jeden Fall, also Bongo steckt auf jeden Fall drin, Pastel steckt auf jeden Fall drin. Die Frage ist es ein Super Bongo, aber Super Bongo ist ja normal längs gestreift, also das weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber es kann ja auch nicht nur Bongo Pastel sein, der würde auch anders aussehen.
Also steckt vielleicht doch der Clown mit drin und vielleicht steckt auch der Super Bongo mit drin. Also ist es vielleicht Clown, Super Bongo Pastell, ne, dass der Super Bongo ein bisschen diese Clown-Optik rausnimmt. Also echt mysteriös. Dürft ihr auch gern unten eure Meinung posten, was ihr denkt, was steckt da drin. Ne? Wir blenden euch jetzt auch die Elterntiere natürlich ein. Da tut ihr mal mit fachsimpeln, also die von euch, die sich zutrauen oder die, wo sich es nicht zutrauen, ist auch egal. Jeder kann. Postet mal, was ihr denkt, was in diesem hübschen Kerl drin steckt. Jetzt bei der nächsten Verpaarung haben wir wieder so eine ähnliche Sache. Bei diesen kodominanten Kombos ist ja wirklich immer das Problem, ich habe Babys und dann geht die Rätselei los, was steckt denn alles drin? Ne? Umso mehr Zutaten ich habe, umso schwieriger ist es zu erkennen. Und wenn ich ein Tier verkaufe oder abgebe, beziehungsweise selbst wenn ich selber behalte, ich will ja eigentlich auch wissen, was drin steckt. In dem Fall hat man jetzt eine Verpaarung Champagne GHI Lesser Pastell. Champagne GHI Lesser Pastell Weibchen. Und der Vater war ein Bongo, ja? Ein einfacher Bongo Single Morph. Beziehungsweise wir hatten 2 Männchen drauf, wir hatten Trick drauf und Bongo drauf. Aber ich würde behaupten, der Bongo hat das Rennen gemacht. Den Bongo erkenne ich in diesem Längsstrich. Ne? Das ist so was Typisches für den Bongo. Wenn ich den Bongo mit anderen Sachen verpaare, sind die oft so gestreift. Also ich glaube, das macht, oder daraus erkenne ich den Bongo, behaupte ich mal. Dann von der Mutter der Champagne steckt definitiv nicht drin. Den Champagne sieht man immer. Der GHI vermute ich ist drin. Ich glaube, dass der GHI eben diese dunklen Farbtöne reinmacht, ne, obwohl diese von der GHI-Zeichnung fast nichts mehr zu sehen ist. Aber der GHI in Verbindung mit dem Bongo, glaube ich, macht diesen dunklen Strich, würde ich sagen. Der Pastell ist bestimmt auch drin. Ein Pastell macht immer weiße Lippen. Ne? Wenn ich den hier anschaue, sein Schnäuzchen, dann hat er weiße Lippen. Also den Champagne sehe ich auch raus. Und ich denke auch, dass der Lesser mit drin steckt. Ne? Der Lesser gibt dem ganzen Tier diese cremige Farbe. Ne? Also ich würde tippen, dass das ein Bongo GHI Lesser Pastell müsste das sein. Ne? Wie gesagt, das ist ohne, dass ich sagen könnte, jawohl, das ist ja todsicher, weil ich weiß nicht, hat das überhaupt schon mal jemand gezüchtet, beziehungsweise da kann man jetzt im Internet rumsurfen, ob man sowas Gleiches nochmal findet. Ich vermute, man wird nicht genau das Gleiche finden, aber so, wie gesagt, ist meine Vermutung, meine Prognose, was hier drin steckt. Hier haben wir nochmal die gleiche Verpaarung, Champagne GHI Lesser Pastell mit Bongo. Gleiche Verpaarung, gleiche Eltern. Das Spannende hier steckt auf jeden Fall der Champagne mit drin. Ne? Der Champagne macht insgesamt diese helle Farbe. Finde ich auch ein wirklich hübsches, tolles, gelungenes Tier. Hat fast so wie so lila. Ich muss gucken, wenn ich dem vor der Nase rumfummel, nicht, dass der mich mal schnappt. Hat so einen lila Stich drin. Also gefällt mir wahnsinnig. Ich denke auch der Bongo steckt drin. Der Bongo ist für den Strich verantwortlich, denke ich. Ich denke auch der GHI steckt mit drin. Der GHI macht diese Schwarztöne mit rein. Der Pastell steckt auch definitiv mit drin, weil ich auch diese weiße Lippen erkenne. Also ich glaube, dieses Tier hat so ziemlich alles von den Eltern abgekriegt. Also Champagne, GHI, Bongo, Pastell. Ich glaube, der Butter wird in dem Fall, glaube ich, eher nicht drin sein, weil der Butter hätte das Tier womöglich noch heller gemacht. Also dann wäre wahrscheinlich ein fast ganz weißes Tier rausgekommen. Also ich glaube, der Butter steckt nicht drin, aber die anderen 4 kodominanten Morphen sollten da drin sein. Super schönes Tier, finde ich, eins unserer Highlights bisher. Hier haben wir auch wieder eine echt schöne Sache mit was Rezessivem drin, und zwar mit Ultramehl. Diese orangene Färbung, die wir sehen, kommt von einem Ultramehl. Die Verpaarung war Champagne Het Ultramehl Weibchen und Vater war Ultramehl Possible Het Pied. Also wir haben definitiv den Champagne drin. Der Champagne gibt die gleichmäßige Färbung, oder der nimmt sozusagen wegen die Zeichnung raus, der Champagne. Der Ultramehl gibt die orangene Färbung. Ne? Also wir haben Ultramehl, Champagne. Ja, eigentlich war es das fast schon. Jetzt haben wir aber noch diese vielen weißen Stellen drin.
Und das ist meiner Meinung nach der Beweis, dass der Vater war ja Ultramale Posset Pied, aber so haben wir den Vater geprüft als Ultramale Het Pied, weil ich behaupte, dieses Tier ist auch hetero für Pied, weil ein Champagne, wenn ein Champagne Het für Pied ist, kriegt er oft so weiße Stellen rein. Ne? Also er wird nicht wie ein Piebald so richtig zweifarbig oder nicht mit großen weißen, aber er kriegt so große Ringerflecken rein. Ne? Also das ist wirklich, hoppla, das ist ein Marker für den Piebald da drin. Also haben wir hier einen Ultramale Champagne Hetero Pied, was wir hier gezüchtet haben. Und nochmal ein hübsches Tierchen aus der diesjährigen Zucht. Nichts, was es noch nicht gibt. Das ist im Prinzip ein Piebald Banana Poss Yellow Belly. Piebald Banana wird schon seit Jahren gezüchtet, aber nach wie vor wunderhübsche Tiere. Possible Yellow Belly, ich glaube, der Yellow Belly steckt drin, der macht wahrscheinlich, bringt die Farben noch ein wenig besser zur Geltung. Was an dem eigentlich besonders schön und witzig ist, der hat noch so ein paar Smileys drin. Ne? Hier hinten hat er eine, ne? Augen, Mund, ne? Da hat er einen schönen Smiley in seinem Bananafleck drin. Hier weiter vorne hat er, da muss ich ihn drehen, hier hat er auch noch mal so einen drin, ne? Hier die Augen, unten der Mund. Das ist immer ein wenig der Gag an diesen Piebald-Kombo-Sachen. Die Verpaarung war ein Piebald Banana Weibchen und das Männchen war Banana Yellow Belly Het für Pied. Ne? Da kam dann dieses hübsche Tier raus. Also auch wirklich gelungen, mit und ohne Smileys, aber mit Smileys natürlich noch mal ein Ticken spektakulärer. Ja, auch ein Highlight in unserer Zuchtsaison. Und dann noch, wie versprochen, die afrikanischen Highlights vorher angekündigt. Habe ich eine E-Mail gekriegt aus Afrika. Stefan, willst du dieses Tier bzw. diese Tiere haben? Da waren richtig schön dunkle Tiere drauf. Die Fotos waren relativ schlecht, können wir euch sogar jetzt einblenden. Die habe ich bestimmt noch auf dem Handy. Und da war zum einen, also es waren 4 oder 5, jetzt habe ich es gar nicht mehr recht im Kopf, von dieser Farbe drauf. Ne? Ein hübscher, dunkler Königspython. Jetzt werdet ihr sagen, naja, das ist ja jetzt noch nicht die Welt. Habt ihr recht, das ist auch noch nicht die Welt. Aber eines der Tiere, also aus diesem Gelege, der sieht nämlich so aus. Ja, wirklich pechschwarz. Die sind alle aus einem Gelege geschlüpft bei einem relativ kleinen Trapper oder einer, der hat ein paar hundert Eier daheim gehabt oder wenige hundert, vielleicht sogar, wenn überhaupt 100. Und bei dem ist aus diesem einen Gelege sind diese 5 oder 6. Ja, ihr werdet denken, hey, der Brockhammer, der weiß ja gar nichts. Ich müsste es nachzählen, waren es 5 oder 6? Ich glaube, es sind 6. Ich weiß es nicht. Einer so und 5, wie ich euch gerade gezeigt habe. Ne? Und meine Idee ist, das muss die Superform von den anderen sein, von den Geschwistertieren. Ne? Dass in Afrika so ein schwarzes Tier schlüpft, ist ja eigentlich fast nicht möglich. Ne? Also es ist definitiv kein Super Cinnamon oder kein Super Black Pastel, dann wären die Geschwistertiere, müssten ja dann aus Cinnamon oder Black Pastel sein, das sind sie nicht. Wenn wir jetzt bei uns in der Terraristik gucken, es gibt so schwarze Tiere, das ist Super Copper mit nochmal was anderem drin, Cinnamon oder irgendwas drin, ne, was es ganz schwarz macht. Oder wir haben die Coppers, ne, haben wir letztens gesehen, Super Copper mit aus Cinnamon drin oder mit GHI drin oder so, macht so schwarze Tiere. Aber das sind ja Dreifach-Kombos. Ne? Und dass in Afrika so eine Dreifach-Kombo entsteht, schwer vorzustellen. Also ich gehe wirklich schwer davon aus, diese schwarzen, oder nicht diese schwarzen, diese dunklen Geschwistertiere, die wir hier haben, sind die Single-Form. Und das hier ist die Superform aus diesem Gelege. Ne? Das ist meine Theorie. Ich
kann mir es einfach nicht anders erklären. Von der Anzahl her würde es ja auch passen, ne? Also Superform, theoretisch einer von 4 als Superform. Ne? Wir hatten ein Gelege mit 6 Tieren, also einer von 4, da passt das Verhältnis auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann müssen wir die natürlich großziehen und dann vielleicht miteinander verpaaren, vielleicht mit Kopper zusammen verpaaren oder in was anderes rein. Also da freue ich mich absolut drauf. Zumindest was die Afrika-Saison angeht, war das mein absolutes Highlight dieses Jahr. Das waren die Highlights bisher dieses Jahr. Wie gesagt, für mich eins der größten. Also der Arbeitstitel sozusagen ist im Moment Sammy Black. Ne? Also der, wo ihn mir geschickt hat, heißt Sammy. Freund von mir seit über 20 Jahren. Der hat den bekommen oder der kannte diesen Farmer, bei dem er geschlüpft ist. Also hier mein Sammy Black als Abschlussbild. So viel zu den diesjährigen Highlights. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, dann bleibt auf dem Laufenden, was weiterhin passiert. Da fällt mir jetzt gerade noch ein, was ich euch noch erzählen wollte. Genau jetzt gerade, ich dachte eigentlich heute, vielleicht morgen, übermorgen, ist ein Gelege am Schlüpfen. Das ist Doppelhead Albino mit Sunset. Ne? Doppelhead Albino Sunset. Der Sunset hat ja so viel so Rottöne drin, ne? Rot und Schwarz, denke ich. Ich hoffe ja, dass ein Albino Sunset so ähnlich wie die vor Jahren beschissenen BB-Balls, ne? Dass der Albino Sunset vielleicht ein rot-weißes Tier wird. Ne? Wie gesagt, da habe ich jetzt gerade ein Gelege am Schlüpfen, hat nicht ganz gereicht. Vielleicht können wir noch die Bilder nachreichen, ob da ein roter Albino Sunset vielleicht rauskommt. Also ihr werdet es erfahren. Ansonsten bleibt mir treu und checkt my balls.